Willkommen zu der Geschichte des ehemals geplanten Giga-Coasters für den Heide-Park. Der Heide-Park ist einer der größten Freizeitparks in Deutschland und hat vor kurzem erst wieder seine Holzachterbahn Kolossus Kampf der Giganten wieder eröffnet. Aber wahrscheinlich wissen die wenigsten von euch, dass der Park in der Vergangenheit mal geplant hatte, einen Giga-Coaster zu bauen. Seit Kolossus im Jahr 2001 sind viele neue Achterbahnen, welche relativ einzigartig waren zur Eröffnung, im Heidepark entstanden. Unter anderem die erste Achterbahn mit Katapultstart in Deutschland und genauso auch der erste Ring Coaster und auch der erste Dive Coaster in Deutschland. Aber wie gesagt, gab es eine lange Zeit mal die Planung für einen Giga Coaster. Und bis jetzt gibt es ja in Europa keinen richtigen Giga Coaster. Also ein Giga Coaster ist eine Achterbahn, welche höher als 91 Meter, also 300 Feet ist. Und außerdem bezeichnet man dann als Giga Coaster meistens eine Achterbahn, welche einen konventionellen Lifthill haben, weshalb Red Force im Ferrari-Land beim PortAventura oft nicht als Giga Coaster bezeichnet wird. Aber konventionelle Giga Coaster gibt es nur in Nordamerika und in Japan. Und das wäre einmal in Japan Steel Dragon 2000, das ist die längste Achterbahn der Welt. Und in Nordamerika gibt es einmal in Kanada Leviathan und außerdem in Amerika selbst Millennium Force, den ersten Giga Coaster der Welt in Cedar Point und außerdem auch Intimidator 305 in King's Dominion und auch noch Fury 325 in Carowinds. Und eigentlich hatte der Heidepark über einen ziemlich langen Zeitraum auch ebenfalls mal einen Giga Coaster geplant. Und ich werde euch heute jetzt erstmal die Geschichte vorstellen, was da geplant war, warum das nicht stattgefunden hat. Und danach werden wir uns auch einmal ein Layout anschauen, welches auf einem Konzept veröffentlicht wurde. Alle Quellen sind natürlich wie auch immer in der Beschreibung und wir beginnen direkt. Der Giga Coaster war zuerst Mitte 2001 geplant, also genau dann, wo Kolossus eröffnet hat, die Intamin Prefab Holzachterbahn. Und da wurde schon bestätigt, auch von Fernsehen und Zeitungen, dass eine neue große Achterbahn gerade geplant war. Und es war die Rede von einer 100 bis 125 Meter hohen Achterbahn, also einem Giga Coaster mit einer Geschwindigkeit von 150 bis 170 km/h. Und es war auch erst ein Jahr nachdem Millennium Force in Cedar Point eröffnete, also den ersten Giga Coaster, den es gab. Und es war auch geplant, dass die Bahn von Intamin geliefert werden sollte, was ja auch Sinn ergibt, da man kurz davor erst Kolossus gebaut hat, welcher ebenfalls von Intamin ist. Und wenn man die Bahn so gebaut hätte, hätte man außerdem auch den Rekord für die höchste Achterbahn der Welt bekommen. Der damalige Rekordhalter war Steel Dragon 2000 in Japan in Nagashima Spa Land. Und die Bahn war geplant, neben Kolossus zu bauen. Und dort ist ja aktuell gar nichts, aber die Bahn hätte auch den Platz, wo sich jetzt Desert Race befindet, ebenfalls mitgenommen und wäre in diesem Bereich gebaut worden. Also genau in dieser U-Form, wo Kolossus sich hineinstreckt, wäre die Bahn gebaut worden. Und die Bahn sollte einen Drop von mindestens 80 Grad erhalten, also selbst für heutige Verhältnisse ziemlich steil. Und auf dem Bebauungsplan hatte der Park auch schon eine Baugenehmigung für eine Höhe von maximal 125 Metern. Und die Länge der Bahn wurde zunächst Mitte 2001 auf 2500 bis 2700 Meter geschätzt. Und auf der Skizze, welche man sehen kann, ist es auch sehr deutlich, dass die Bahn sehr wahrscheinlich nicht von Intamin geliefert worden wäre. Und außerdem wurde genannt, dass die Bahn dann auf dem restlichen Layout maximal 60 Meter hoch gewesen wäre. Und auf jeden Fall, wenn man sich das Layout anschaut, sieht man auch, dass es in eine deutlich andere Richtung als Kolossus nebenan geht. Also nicht so stark auf Airtime, sondern wirklich mehr auf steile Kurven, Geschwindigkeit und so weiter. Also fast sogar ein bisschen wie Intimidator in King's Dominion. Aber es gab trotzdem noch die Möglichkeit, dass die Bahn möglicherweise in dem Bereich zum Beispiel in der Limit gebaut werden könnte. Und im Dezember 2001 hat der Heidepark von Soltau die Genehmigung bekommen, die Bahn zu bauen. Allerdings nicht mehr so wie geplant direkt neben Kolossus, sondern auf dem Bereich in der Limit und der Schweizer Bobbahn. Außerdem wurde die Höhe verringert, die Bahn durfte nur noch 102 Meter hoch gebaut werden. Was aber trotzdem der Höhenrekord weiterhin gewesen wäre, wäre auch heutzutage immer noch die höchste Achterbahn mit Lifthill. Und außerdem wäre die Streckenlänge auf 2200 Meter gesunken. Und dann hat man erst wieder im März 2002 von der Achterbahn gehört. Und eigentlich war es geplant, die Achterbahn zur Saison 2003 zu eröffnen, also nur 2 Jahre nach Kolossus, da dort das Jubiläum vom Park wäre, das 25. Aber wegen Genehmigung und auch wegen Intermin, da sie so schnell die Achterbahn für den Preis nicht unbedingt herstellen konnten, wurde die Bahn erstmal für eine Zeit verschoben und wurde damit nicht für 2003 geplant. Im Mai 2003 gab es immer noch keine weiteren Infos, wann die Bahn gebaut wird, aber trotzdem war zu dem Zeitpunkt geplant, die Bahn bis 2008 zu bauen. Im September 2004 gab es wieder was Neues zu der Achterbahn und da wurde erstmal davon geredet, dass das Projekt zunächst nicht umgesetzt wird, da der erste Strata Coaster in den USA eröffnet hat und die Bahn nicht mehr die höchste Achterbahn der Welt gewesen wäre. Und es war immer eine der wichtigsten Sachen, dass der Heidepark die höchste Achterbahn der Welt bauen wollte, um natürlich Besucher anzulocken. Und deswegen, da man die höchste Bahn nicht mehr hätte,
Aber da in Cedar Point der erste Strata Coaster eröffnet hat, welcher deutlich höher ist, wurde das Projekt dann zunächst auf Eis gelegt. Und danach hat man erstmal 3 Jahre nichts mehr von dem Projekt gehört und dann gab es erst wieder Anfang Juni 2007 neue Informationen und es wurde ja schon Desert Race dann gebaut, welche eigentlich das Gebiet mit einnimmt, wo zuerst die Giga-Coaster geplant war bei Colossus und deswegen konnte der Bauplatz nicht mehr genutzt werden, aber es war wieder wahrscheinlich, dass ein 102 Meter hoher Giga-Coaster auf der Eventfläche hinter Limit und hinter der Bobbahn entstehen wird. Es gab sogar schon erste Layouts, leider habe ich dazu keine weiteren Bilder gefunden. Falls ihr diese Bilder habt, könnt ihr die gerne an mich schicken, dann kann ich die auch hier gerne veröffentlichen, weil es gibt leider nur Artworks und nur ein Layout zu dem Giga Coaster, welcher zunächst bei Colossus geplant war. Aber auf jeden Fall war dann Anfang Juni 2007 nach 3 Jahren erstmal wieder geplant, die Bahn zu bauen, und zwar auf der Event-Location hinter Limit. Und 3 Tage später, am 10.06.2007, gab es ein paar Erdarbeiten und außerdem ein paar Markierungen auf dieser Eventfläche und deswegen gab es damals sehr große Gerüchte, dass diese Bahn wirklich kommen sollte. Und dann 2 Tage später, am 12. Juni 2007, gab es sogar schon vorläufige Daten für die Bahn. Und zwar ein Giga-Coaster mit einer Höhe von 101 Metern, einer Länge von 2250 Metern und einem Drop von 82 Grad und einer Geschwindigkeit von maximal 155 km/h. Aber das waren wirklich mit die letzten Sachen, die man vom Giga Coaster vom Heidepark gehört hat. Das Projekt wurde dann auf Eis gelegt, hauptsächlich wegen den Baukosten und da der Park mit der Eröffnung von Scream, dem Freefall Tower und Colossus nicht unbedingt einen so großen Besucherzuwachs bekommen hat, wie er erwartet hatte und dass man damals mehr auf Familien Wert legen wollte und erstmal in die Richtung expandieren wollte. Und seit Juni 2007 hat man nach meiner Recherche nichts mehr über den Giga Coaster gehört und dieser wurde ziemlich sicher verabschiedet. Und da der Park ja jetzt noch Merlin gehört, bin ich eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir diese Bahn leider nicht mehr sehen werden, obwohl es meiner Meinung nach eine super Investition für den Park wäre. Aber dann, insgesamt 4 Jahre später, im Jahr 2011, kam ja die neue Achterbahn Krake, wo schon viele gehofft haben, dass es doch vielleicht wieder Giga Coaster werden sollte. Aber dann im Jahr 2014 kam Flug der Dämonen und das ist ja die neueste große Achterbahn des Parks. Und deswegen hat man seitdem auch wieder keine nennenswerten belegten Gerüchte mehr, dass wirklich ein Giga Coaster irgendwann noch kommen wird. Und ich kann es mir unter Merlin wirklich auch nicht mehr vorstellen. Aber trotzdem, das war jetzt erstmal so die Geschichte von dem Giga Coaster, welcher mal für den Heidepark in Soltau geplant war. Aber trotzdem können wir uns gerne jetzt nochmal das Layout anschauen, welches für die Location bei Colossus bekannt war. Das Layout war leider nicht in der besten Qualität, deswegen habe ich euch mal das Layout und ebenfalls das Layout von Colossus eingezeichnet, damit man das besser sehen kann. Also Colossus sieht auf jeden Fall diese U-Form, wie die Bahn eingeschlossen worden wäre. Auf der rechten Seite befindet sich jetzt Desert Race und dort wäre die Bahn hingekommen. Die Station von dem Giga Coaster wäre sogar auf einer ähnlichen Position gewesen wie die Station von der jetzigen Desert Race. Und wir haben erstmal einen sehr hohen Lifthill, wie gesagt, über 100 Meter hoch war er geplant und vor allem mit den Querstreifen und den Schützen erinnert es auf jeden Fall sehr stark an Millennium Force in Cedar Point und deswegen hätte es auch Sinn ergeben, wenn die Bahn von Intamin gebaut worden wäre. Und mich erinnert das Layout auf jeden Fall an eine ältere Version von Intimidator in King's Dominion, da man sich auch mehr auf Kurven und G-Kräfte fokussiert und nur 2 richtige große Airtime-Hills in der Mitte hat und dann nochmal 3 kleinere am Ende. Und ich finde es aber auf jeden Fall gut. Mir gefällt das Layout eigentlich für die damalige Zeit echt gar nicht mal so schlecht, da man im Park natürlich schon eine Achterbahn hat mit Colossus, welche sich auf Airtime fokussiert. Und deswegen ist sowas auf jeden Fall was anderes. Man hat trotzdem eine höhere Bahn. Die Bahn wäre ja ungefähr doppelt so hoch gewesen wie Colossus. Und man wollte außerdem, dass die Bahn jetzt nicht Colossus komplett überragt und hat deswegen jetzt nicht zum Beispiel eine sehr hohe Bahn gebaut, abgesehen vom Lifthill bei dem restlichen Layout. Und nach dem First Drop hätte man erstmal eine Linkskurve gehabt und daraufhin wäre erstmal eine große Rechtskurve gefolgt, welche ein bisschen erhöht wäre. Und nach einem Stückchen Streckenlayout, wo man wirklich kaum was erkennen kann, was da wäre, und einer weiteren Rechtskurve wäre dann das zweithöchste Element der Bahn gekommen, und zwar ein 60 Meter hoher großer Airtime Hill, welcher meiner Meinung nach echt gut aussieht. So ein richtig großer Airtime Hill hat auf jeden Fall auch ein bisschen was von dem Giga Coaster King's Dominion Intimidator 305. Da ist ja auch ein großer Hill in der Strecke und sonst eher tiefere Elemente, aber dieser Hill sieht meiner Meinung nach echt gut aus. Und daraufhin führt eine große Linkskurve erhöht direkt zwischen Colossus einmal herum und daraufhin hat man noch einen weiteren kleineren Airtime Hill. Und ich glaube auf jeden Fall, dass man auf beiden intermintypisch sehr gute Airtime gehabt hätte und der erste Hill ist wirklich auch sehr riesig, kann man nichts gegen sagen. Und nach diesem Airtime Hill hätten wir noch eine Links- und eine Rechtskurve gehabt, ein bisschen Strecke und am Ende dann noch 3 kleine Bunny Hubs, bevor es dann in die Schlussbremse geht. Und es ist auf jeden Fall ein anderes Layout im Vergleich zu den Bahnen, die Intamin in den Zeitraum gebaut hat, wie zum Beispiel Goliath im Walibi Holland oder auch Expedition GeForce im Holiday Park.
Und wir haben hier wirklich eine Bahn, welche sich nicht so stark auf Airtime fokussiert, sondern auf jeden Fall eher auf engere Kurven mit großen G-Kräften und wirkt meiner Meinung nach auf jeden Fall wie so eine ältere Version von Intimidator in King's Dominion. Jetzt nicht mit so krassen Richtungswechseln, aber halt auch auf G-Kräfte fokussiert und auf Geschwindigkeit. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Layout findet. Mich hätte auf jeden Fall echt mal interessiert, wie die Entwürfe waren für das Layout, welches auf der jetzigen Eventfläche war, also hinter der Bobbahn und hinter Limit. Das würde mich echt mal interessieren. Wie gesagt, falls ihr vielleicht dazu ein Bild habt, könnt ihr mir das gerne schicken, das würde mich echt sehr freuen. Aber trotzdem, was ist hier zu der Geschichte des ehemals geplanten Giga-Coasters für den Heidepark? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr gewusst habt, dass mal ein Giga-Coaster für den Heidepark geplant war. Und falls ja, wie euch das Layout gefällt, was ich euch hier vorgestellt habe. Wie gesagt, die Quellen, wo ich die Informationen her habe zu der Geschichte, sind in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, sind ziemlich interessant. Und auch allgemein zu der Geschichte vom Heidepark. Aber trotzdem bin ich auch mal gespannt, was der Heidepark in Zukunft bekommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Giga-Coaster werden wird, aber es wäre meiner Meinung nach eine sehr coole Investition gewesen. Es gab übrigens auch mal das Gerücht, dass entweder ein Spillwater von Intermin oder ein Super Splash von Mag auf dieser Fläche neben Colossus hinkommt. Aber da ist ja wirklich seit Ewigkeiten nichts mehr passiert und ich kann aktuell auch nicht sehen, dass da erstmal was hinkommt. Aber trotzdem, wir werden in Zukunft sehen, was da kommen wird. Aber trotzdem, das war's. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Falls es nicht getan habt, dann werdet ihr keines meiner zukünftigen Videos mehr verpassen. Und dann sehen wir uns bald wieder zum neuen Video. Ciao.